Ja, hallo, mein Name ist Lutz Miro. Ich leite die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Chemnitz. Das Klinikum Chemnitz ist eines der größten Krankenhäuser in Deutschland. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist mit ca. 100 Betten eine der größten viszeralchirurgischen Kliniken des Landes Sachsen. Wir wollen heute eine anteriore Resektion bei einem Kolonkarzinom des Colon sigmoidium zeigen, welche wir in Hybridtechnik mit dem Versius Robotiksystem durchführen werden. Wie Sie hier sehen, werden schon die ersten laparoskopischen Schritte durchgeführt. Wir platzieren unter Sicht, nachdem wir den Kameratrocar oberhalb des Nabels offen eingebracht haben, nun die entsprechenden Arbeitstrokare. Dies geschieht standardisiert nach einem von uns entwickelten Schema, mit welchem wir den Versius dann laparoskopisch und in Hybridtechnik einsetzen können. Die Trocarpositionen wurden entsprechend evaluiert und in mehreren Schritten weiterentwickelt. Nun sehen wir die Mobilisierung der linken Kolonflexur mit der Thunderbeat-Schere. Zunächst werden die lateralen Adhäsionen des Omentum majus gelöst. Sodann wird die linke Kolonflexur auf der Fascia gerota mobilisiert. Die infrapankreatischen Haltebänder werden im nächsten Schritt durchtrennt. Die Bursa omentalis wird eröffnet. Nun, nach Abschluss der Mobilisierung der linken Kolonflexur wendet sich die Operation dem robotischen Teil zu. Wir haben hier einen Blick in das kleine Becken des Patienten. Die Mobilisierung beginnt zunächst mit der monopolaren Schere linksseitig des Colon descendens und des Rectum. Auch hier wird zunächst der gefäßfreie retorektale Spaltraum dargestellt. Das Peritoneum wird inzidiert. In gleichem Schritt wird der linke Ureter dargestellt und entsprechend gesichert. Sie sehen dorsal den gefäßfreien Spaltraum retorektal, sodass hier eine totale mesorektale Exzision mit der robotischen Technik ausgeführt werden kann. Besonderes Augenmerk legen wir hier auf den Erhalt der vegetativen hypogastrischen Nerven. Die Präparation ist mit dem Versius-System sehr präzise an dieser Stelle. Die Nerven können subtil geschont werden und die Dissektion mit der monopolaren Schere ist sehr gut möglich und sehr fein. Mit dem zweiten Arm links im Bild wird zunächst das Rektum angespannt und gehalten. Später kommt dann auch der dritte Arm zum Einsatz, welcher den Darm anspannt. Nun sehen Sie die Inzision des Peritoneum auf der rechten Seite. Auch hier Schonung des rechten Ureter und subtile Präparation in den retorektalen Spaltraum. Auch hier gilt das Augenmerk der Schonung der Nerven. Sie sehen jetzt den dritten Versiusarm im Einsatz, welcher mit einer bipolaren Pinzette ausgestattet ist. Dieser Maryland Overholt hat die Möglichkeit, kleinere Blutungen sofort zu koagulieren. Im Bild sehen Sie die beidseitigen Iliakalakterien, welche von Nervengewebe bedeckt sind, und es schließt sich nun die Darstellung der Arteria mesenterica inferior an, welche hier sehr nahe der aortalen Bifurkation entspringt. Die Präparation retorektal wird fortgesetzt bis in den Bereich der prospektiven Absetzungsstelle. Auch hier sehen Sie, dass der dritte Arm das Rektum anspannt und mit zwei weiteren Armen problemlos im kleinen Becken manipuliert werden kann. Nun die ventrale Inzision des Peritoneum
und die problemlose Freilegung des Darmes. Die Operation wird wiederum kranial fortgesetzt. Es erfolgt nun die komplette Darstellung der Arteria mesenterica inferior. Sie sehen auch, dass die Blutstillung mit den monopolaren Instrumenten für diesen Schritt völlig hinreichend ist. Wie bereits geschildert, entspringt die Arterie hier sehr nah der Aortenbifurkation und kann schließlich in sehr feiner, sehr diffiziler Präparation zirkulär freigelegt und mit der Overholt-Klemme hinterfahren werden. Die Absetzung des Gefäßes erfolgt ca. 1,5 cm distal seines Ursprunges aus der Aorta, um die vegetativen Nerven sicher zu schonen und die Blasenfunktion sowie die Sexualfunktion für den Patienten zu erhalten. Es erfolgt nun die Unterbindung des Gefäßes mit entsprechenden Kunststoffclips und danach die Durchtrennung wiederum mit der monopolaren Schere. Wir legen großen Wert darauf, dass eine sehr sichere Blutstillung nach zentral mittels mindestens 2 Clips erfolgen kann. Sie können hier sehr gut den ausreichenden Abstand der Absetzungsstelle zu den vegetativen Nerven erkennen, um tatsächlich eine sehr sichere Schonung dieser Strukturen zu gewährleisten. Sehr schön, klasse. Nun die Durchtrennung des Gefäßes. Hierzu wird die monopolare Schere in den Schneidmodus umgeschaltet und das Gefäß entsprechend durchtrennt. Ansonsten ist die Dissektion mit der monopolaren Schere auch sehr gut im Koagulationsmodus möglich. Im nächsten Schritt erfolgt nun an der Grenze im Bereich des mittleren Rektum die zirkuläre Freipräparation der Darmwand. Auch dieser Schritt wird mit der monopolaren Schere ausgeführt. Kleinere Blutungen werden sofort bipolar versorgt und entsprechend kann eine sehr gute Blutstillung herbeigeführt werden. Sie sehen ein sehr bluttrockenes Operationsfeld und letztlich die zirkuläre Freipräparation des Rektum im mittleren Drittel. Es kommt hier der dritte Arm des robotischen Systems zum Einsatz, welcher das Rektum sehr gut anspannen kann und entsprechend aus dem Situs, aus dem Becken heraus bewegt. Großer Vorteil ist hier die entsprechende Flexibilität der Instrumente, welche in alle Richtungen bewegt werden können. Nun entsprechende Fortsetzung der retorektalen Präparation und die Durchtrennung des Mesorektum sowie die dorsale Freilegung der Rektumwand. Auch dies geschieht mit der monopolaren Schere im Koagulationsmodus, was sichtbar zu einer adäquaten Blutstillung beiträgt. Ganz wichtig, und das sehen Sie im Bild, ist die Kommunikation des Teams während der gesamten Operation. Sie sehen, die Kolleginnen und Kollegen stimmen sich hervorragend zu den einzelnen OP-Schritten ab. Die Verbindung zum Konsolenoperateur wird jederzeit gehalten und aufgrund des offenen Designs des Versius ist diese Verbindung auch jederzeit adäquat möglich.
Nun wird das Rektum im mittleren Drittel durchtrennt. Hier kommt ein entsprechender Endogia-Stapler mit einem violetten Magazin zum Einsatz. Sie sehen, dass die Roboterarme während dieses Hybridschrittes in einer Warteposition gehalten werden und es gelingt schließlich problemlos die komplette Durchtrennung des Rektum mit dem abgewinkelten Stapler über die vorhandenen und im ersten Operationsschritt eingebrachten Trokare. Um die Arme entsprechend zu positionieren, wird zu Beginn der Operation ein entsprechendes Porttraining ausgeführt. Dieses Porttraining dient dazu, dem robotischen System die Information über die Trokarlage zu geben und entsprechende Anhaltspunkte zu liefern, um eine sehr präzise und sehr genaue Funktion der Arme zu gewährleisten. Sie sehen nun den abgesetzten und komplett mobilisierten Darm. Das Präparat ist inzwischen geborgen worden im Rahmen einer kleinen linksseitigen Unterbauchlaparotomie und es ist ein 28 mm Zirkularstapler in das weit mobilisierte Colon descendens eingesetzt worden. Transrektal wurde der Stapler eingeführt. Der Stapler Dorn hat das Rektum entsprechend perforiert und es wird nun eine spannungsfreie Descendorektostomie, eine End-zu-End-Anastomose ausgeführt. Sie sehen gut durchblutete Darmenden, die hier approximiert werden und spannungsfrei zusammengebracht werden können. Auch hier sehen Sie eine sehr gute Kommunikation des Teams untereinander. Die Operation wird dann beendet, nachdem die robotischen Arme bereits entkoppelt worden sind, wird die Operation beendet durch das Einbringen einer entsprechenden EasyFlow-Drainage in das kleine Becken. Diese wird durch eine 5 mm Trokarinzision ausgeleitet. Sämtliche Trokare werden unter Sicht entfernt und die entsprechenden Wunden werden sodann mittels Naht verschlossen.